Das Archäologiestudium ist sehr lernintensiv, aber es muss nicht euer ganzes Leben bestimmen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lisanne und studiere Archäologie im 3. Semester und ich möchte dir heute meine Methoden und Gewohnheiten zeigen, die mir das Archäologiestudium so einfach wie möglich machen und wie du das auch hinkriegen kannst. Das Archäologiestudium sollte nicht dein ganzes Leben ausfüllen. Das ist ein großer Teil wahrscheinlich, aber es gibt noch so viele andere schöne Dinge im Leben außerhalb vom Studium. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du das alles vereinen kannst und das Beste aus deinem Leben machen kannst. Ich sollte vielleicht mal damit anfangen, dir von meinem Plan zu erzählen. Und zwar habe ich mein Leben in 6 verschiedene Lebensbereiche unterteilt. Und das sind Uni, Arbeit, YouTube, Sport, Freizeit und Beziehungen. Und es ist eine Menge, aber genau deshalb brauche ich eine gute Planung. Planung ist das halbe Leben, oder wie sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, mit Planung kriegt man das alles hin. Egal wie viele Lebensbereiche du vielleicht hast du noch mehr, vielleicht hast du ein paar weniger. Ich weiß es nicht, aber es ist ganz wichtig, da eine Struktur reinzubekommen. Ich habe mein Planungssystem in 3 verschiedene Teile aufgeteilt. Und zwar ist das einmal die Wochenplanung, die Wochenaufgaben und die To-Do-Listen. Und das möchte ich dir jetzt einmal Schritt für Schritt erklären. Fangen wir mit der Wochenplanung an. Ich benutze dafür meinen Google-Kalender, aber du kannst jeglichen Kalender nehmen. Es ist ganz egal, was du dafür nimmst. Hauptsache, du planst es irgendwie. Und zwar mache ich das immer so, ich setze mich am Wochenende hin, überlege mir, was steht nächste Woche an, trage das alles in den Kalender ein. Erstmal die festen Termine eintragen, zum Beispiel Uni-Vorlesungen, welche Schichten du bei der Arbeit übernimmst, irgendwie sowas. Alles eintragen und dann hast du schon mal erstmal einen guten Überblick. Und dann guckst du dir deine verschiedenen Lebensbereiche an, bei mir die 6 vorher genannten, und du möchtest versuchen, aus jedem Lebensbereich mindestens eine Sache in deine Woche zu integrieren, weil nur dann hast du eine Balance in deinem Leben. Und zwar mache ich das so, ich überlege mir, okay, vielleicht möchte ich nächste Woche 2-mal bouldern gehen, heißt, ich trage mir die Termine schon fest in den Kalender ein, an den genauen Tagen und der Uhrzeit, an der ich bouldern gehen möchte, weil wenn ich mir das nur aufschreibe als Wochen-To-Do, dann werde ich es vergessen. Beziehungsweise, wenn du es dir zwar aufgeschrieben hast, aber keinen festen Tag dafür hast, dann vergisst du es schnell mal oder lässt es weg, weil du dir denkst, nee, ich habe da jetzt keine Zeit für. Aber wenn du es als festen Termin in deinen Kalender eingeplant hast, dann hältst du dich auch daran. Beziehungsweise solltest du dich dran halten. Genau, das mache ich mit allen meinen Lebensbereichen. Ich habe für jeden Bereich quasi eine andere Farbe. Und am Ende der Planung ist meine Woche ganz bunt. Ich kann dir das hier irgendwo mal einblenden, dass du das mal siehst als Beispiel. Und ja, du magst jetzt sagen, ja, okay, aber was ist, wenn ich dann nicht mehr genug Zeit zum Lernen habe? Erstens, mit der Zeit kriegst du raus, wie viel Zeit du wirklich effektiv lernst und wie viel der Zeit du eigentlich nur am Schreibtisch sitzt und prokrastinierst. Und zweitens ist es meiner Meinung nach so viel wichtiger, jede Woche einen Ausgleich zu haben, anstatt 100% Fokus aufs Studium zu haben. Weil, das habe ich selbst für mich erlebt, letztes Jahr, Anfang des 1. Semesters, ich habe nur gelernt. Ich habe nichts anderes in meinem Leben gemacht und mir ging es so beschissen. Du brauchst einen Ausgleich, du brauchst andere Dinge in deinem Leben, weil ja, das Studium ist wichtig und ja, es ist ein Vollzeitstudium in den meisten Fällen, aber es sollte nicht dein Leben bestimmen. Okay, kommen wir zum nächsten Schritt, die Wochenaufgaben. Und zwar, ich benutze dafür Notion. Ihr könnt aber, wie gesagt, jede andere Planungs-App oder physischen Planer benutzen. Ich habe sozusagen mein ganzes Semester in Notion angelegt unter den einzelnen Wochen und dann steht da zum Beispiel Woche 1 und dann steht da Kurs, ich mache jetzt zum Beispiel Bioarchaeology, steht da Bioarchaeology und darunter fasse ich dann die ganzen Wochenaufgaben. Das ist quasi so eine große To-Do-Liste für die ganze Woche. Bei mir ist es meistens so, ich glaube, das ist in anderen Archäologie-Studiengängen ähnlich, dass ich hauptsächlich 3 Wochenaufgaben habe. Das sind erstmal Readings machen, dann ist es Vorlesungen nacharbeiten und dann ist es Karteikarten erstellen. Dazu komme ich später. Genau, und dann gucke ich mir meinen Kalender an, den ich ja schon schön vorbereitet habe, und dann überlege ich mir, an welchen Tagen ich welche von diesen Aufgaben mache. Und das ist nicht strikt. Es kann auch sein, dass die Readings mal einen Tag länger brauchen oder du einen Tag schneller fertig bist mit den Karteikarten. Und das ist auch
voll in Ordnung. Also du solltest dich da jetzt nicht strikt drauf festlegen, okay, Montag, Dienstag mache ich Readings und dann müssen die fertig sein, weil das ist auch nicht gut. Du brauchst ein bisschen Flexibilität in deinem Alltag, aber dass du eine grobe Planung hast, wann du was machst. So, und dann sind wir beim dritten Punkt angelangt, die To-Do-Listen. Hear me out. Ich weiß, es gibt viele Leute, die nichts von To-Do-Listen halten, aber lass mich dir erklären. Und zwar benutze ich dafür dieses tolle Notizbuch. Ganz plain, ganz simpel. Ich kann dir hier irgendwo mal ein Foto einblenden von meiner heutigen To-Do-Liste. Du möchtest nämlich nicht eine endlose To-Do-Liste schreiben für den Tag, weil das endet nicht gut. Du guckst dir deinen Kalender an und guckst dir an, okay, was steht da für heute schon sicher drin und was sind davon die 3 Prioritäten? Also, was sind die 3 Dinge, die heute wirklich erledigt werden müssten? Diese 3 Dinge müssen erledigt werden. Die dürfen nicht aufgeschoben werden. Die suchst du dir raus und die schreibst du dir auf deine To-Do-Liste. Dann hast du noch Platz für 3 optionale To-Dos. Also, wäre schön, wenn die erledigt werden, aber ist auch nicht schlimm, wenn du es heute nicht schaffst. Und die schreibst du dann auch noch da drunter. Muss nicht sein. Du kannst auch nur einen drunter schreiben, du kannst auch gar keinen drunter schreiben. Kannst es bei den 3 belassen. Und wenn du die 3 wichtigsten To-Dos geschafft hast, dann hast du einen erfolgreichen Tag gehabt. Selbst wenn du darunter noch 3 optionale geschrieben hast, die du vielleicht nicht erledigen konntest, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, weil die waren nur optional. Die Moral von der Geschichte: setz dir bitte realistische Ziele. Es bringt nichts, wenn du da drauf schreibst, ich möchte heute 100 Seiten Readings lesen, weil das ist nicht realistisch. Das schaffst du wahrscheinlich nicht. Mit der Zeit kriegst du aber auch raus, was jetzt für dich realistisch ist an einem Tag und was nicht. Genau, und zum Schluss möchte ich noch einmal auf meine Lernmethode für Klausuren eingehen. Ich habe schon erwähnt, ich mache jede Woche Karteikarten. Und das ist auch mein größter Tipp, um Stress im Studium zu vermeiden. Schreib Karteikarten, bitte. Und zwar mache ich das so: Ich setze mich jede Woche hin und schreibe mir aus den Notizen aus der Vorlesung und den Notizen von meinen Readings Karteikarten. Der große Vorteil daran ist, wenn dann die Klausurenphase kommt, sage ich mal, du hast noch 2 bis 3 Wochen bis zur Klausur, du hast deine ganzen Karteikarten schon geschrieben. Du musst nur noch üben. Du musst wirklich nichts mehr machen. Du musst einfach nur noch diese Karteikarten üben. Und es nimmt dir so viel Stress raus. Du musst dir keine Gedanken mehr machen darum, ja, was ist, wenn ich jetzt was aus der ersten Woche vergessen habe, irgendwie zu lernen und das ist jetzt schon so lange her und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da gemacht haben. Diesen Stress brauchst du dir nicht machen, weil du die Karteikarten aus der ersten Woche schon in dieser ersten Woche geschrieben hast, wo du gerade auf diesem aktuellen Stand von der ersten Woche warst. Heißt, du hast nichts vergessen, du brauchst dir keine Gedanken machen, du hast schon alles. Du hast alles perfekt vorbereitet und du musst dich dann wirklich nur noch jeden Tag 20, 30 Minuten hinsetzen und diese Karteikarten üben. Und es ist so viel wert, wirklich. Ich habe echt einige Freunde im Studium, die wirklich die letzten Tage vor der Klausur, die gehen Crashout. Die machen die ganzen Nächte durch und lernen die ganze Zeit und ich sitze da so und denke mir so, ich könnte die Klausur jetzt schreiben, ich bin eigentlich schon fertig mit Lernen. Also es nimmt dir so viel Druck raus und ich habe das halt meistens, dass ich die letzten Tage vor der Klausur wirklich gar nichts mehr machen muss, weil ich schon alles im Kopf habe. So. Deswegen bitte, 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 setz dich rechtzeitig hin, mach dir die Karteikarten in der Woche direkt. Es ist in der Woche ein bisschen mehr Arbeit, vielleicht 1, 2 Stunden mehr Arbeit, aber du nimmst dir so viel Druck raus und dein Zukunfts-Ich wird dir danken, wirklich, vertrau mir. Und genau das ist der Grund, warum ich selbst in Klausurenphasen meinen ganz normalen Alltag führen kann mit allen möglichen Dingen, die ich außerhalb der Uni mache. Ich gehe regelmäßig zum Sport, ich gehe an den Strand, ich treffe meine Freundin, meinen Freund. Ich bin einfach aktiv am Leben und nicht nur am Lernen. Und das finde ich so schön. Und ich fände es schön, wenn du das auch so erfahren könntest. Also vielleicht zum Abschluss, wenn ich dir eine Sache mit auf den Weg geben darf, dann lass es sein. Das Studium ist wichtig, aber du hast so viel mehr in deinem Leben, was dein Leben lebenswert macht. Also strukturier dich so, dass du alles machen kannst, dass nichts ständig liegen bleibt, weil dafür ist das Leben zu kurz. Also falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und auch falls ihr noch andere Tipps habt, gerne damit in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!